Wir sehen uns selber als mitarbeiterzentrierte Firma, weil wir ganz fest davon ausgehen, wenn wir den TherapeutInnen das ideale Umfeld bieten, wie sie sich entwickeln können, wie sie Zeit mit dem Patienten maximieren können, dass genau so den Patienten am besten geholfen wird. Ich bin Julia, eine der 3 GründerInnen von Via Physio. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Premium-Physiotherapie für alle, unabhängig der Versicherungsart zu bieten. Wir haben 2 Unternehmensberater und einen Physiotherapeuten, die tatsächlich unabhängig voneinander auf die Idee gekommen sind, einen Praxenverbund deutschlandweit in Physiotherapie zu gründen. Wir haben uns kennengelernt als Wettbewerbsteam, haben quasi mal gesagt, wir checken den Wettbewerb ab und haben eigentlich dann festgestellt, dass wir die richtigen Kompetenzen am Tisch haben, um erfolgsversprechend einen Verbund von Praxen zu gründen, der hervorragende Therapiequalität bietet. Genau die Dinge, die sich ein Physiotherapeut heute von einem Arbeitgeber wünscht, also ein moderner Arbeitgeber, in einem sehr gut funktionierenden System. Via Physio sieht sich als dynamisches Startup in der Physiotherapie. Für uns bei Via Physio haben wir diese Arbeitgebervision, dass wir sagen wollen, wir wollen der beste Arbeitgeber für Physiotherapie in Deutschland werden. Aber wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut, von dem ersten Patientenkontakt bis zur Nachsorge, ist es einfach unser Ziel, entlang des Prozesses überall 1,5 Mal, 2 Mal besser zu werden als das, was es auf dem Markt gerade gibt. Es ist natürlich die Therapiequalität, die für uns auch super entscheidend ist, aber es ist eben auch die Professionalität des Therapeuten, der Therapeutin, aber eben auch die Effizienz des Prozesses. Kriege ich schnell einen Termin, werde ich an den Termin erinnert, werde ich auch danach gefragt, wie geht es mir eigentlich 4 Wochen nach meinem Physiotherapietermin. Das bündeln wir alles unter dieser evidenzbasierten Therapie, die uns sehr, sehr wichtig ist. Und das heißt eben auch, dass wir unseren Erfolg mit den PatientInnen ständig überprüfen möchten. TherapeutInnen, die bei uns beginnen zu arbeiten, erwartet erstmal ein modernes Praxisambiente mit Best-in-Class-Ausstattung. Dazu haben wir aber eben auch extrem viel Fokus auf das Therapiekonzept und auf das gemeinsame Verständnis. Und ich glaube, der dritte große Punkt ist die Teamkultur und die Dynamik. Also wir setzen jedes Team ganz bewusst zusammen. Wir haben ExpertInnen, wir haben Praktiker, das sind Leute, die direkt nach dem Berufseinstieg bei uns anfangen. Und wir wollen, dass sie miteinander interagieren, dass sie voneinander lernen und sich gegenseitig auch ein bisschen challengen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute bei uns schätzen. Also ich bin selbst in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Das heißt, ich hatte schon das Gefühl, dass ich von Anfang an wusste, welche Verantwortung auch auf mich zukommt. Ich glaube, was nach wie vor challenging ist, dass die To-Do-Liste nie aufhört und dass man hier abends auch spät noch sitzt und sich denkt, boah, das kann man noch machen und das fehlt uns noch. Und ein Tipp an andere GründerInnen ist aus meiner Sicht, fahrt auch mal woanders hin, arbeitet mal von woanders, gewinnt ein bisschen Distanz zu der Sache. Mir geht es immer wieder so, dass ich nach Berlin reinfahre und immer irgendeinen Aspekt wieder anders sehe, was hinterfrage, auch ein bisschen Gelassenheit gewinne. Und ich glaube, das hilft. Unsere Zusammenarbeit mit der Berliner Sparkasse hat tatsächlich schon vor der Gründung begonnen. Wir sind direkt in Kontakt gekommen mit dem Berliner Heilberufscenter und der Mario begleitet uns eigentlich seit Tag 1. Wir konnten immer die Vision unseres Unternehmens direkt ansprechen und haben uns auch ehrlicherweise gut verstanden, was natürlich dazu beiträgt, dass man irgendwie auch gut zusammenarbeitet. Auf der einen Seite, wenn es um die Neueröffnung von Praxen geht, aber auch für mich in meinen Expansionstätigkeiten ist es super einfach zu wissen, dass da jemand ist, auf den ich mich verlassen kann. Es geht ganz oft um knappe Zeitleisten, darum, schnell zu einem Verhandlungsergebnis zu kommen. Und ich weiß, dass ich Mario immer anrufen kann. Nach 1,5 Jahren haben wir jetzt schon 3 Physiotherapiepraxen offen, alle im Schnitt zwischen 300 und 400 Quadratmetern, dementsprechend große Teams, die zum einen aus Physiotherapeutinnen bestehen, aber natürlich auch aus unserem ganz tollen Rezeptionsteam. Wir machen jetzt im September unsere 4. Praxis auf die wir uns sehr, sehr freuen. Und ja, haben vor, noch weiter zu wachsen.